Guten Morgen, Frau Sophia. Wie geht's Ihnen heute? Ach gut, danke. Und Ihnen, Herr Thomas? Alles gut. Ich habe frische Tomaten, gerade geerntet. Oh, wie schön. Geben Sie mir bitte ein halbes Kilo. Natürlich. Möchten Sie auch etwas Basilikum? Es duftet herrlich. Ja, gute Idee. Ich mache Pasta mit Tomatensoße. Ah, der Klassiker. Und mit einem Schuss gutem Öl wird's ein Meisterwerk. Ganz genau. Mein Enkel liebt das. Hier bitte. Möchten Sie auch ein paar Pfirsiche? Die sind zuckersüß. Na gut, aber nur 2. Ich habe schon zu viel Obst zu Hause. In Ordnung. Das macht zusammen 2,50 €. Hier bitte, behalten Sie das Wechselgeld für einen Kaffee. Oh, danke. Immer so freundlich, Frau Sophia. Ach, in der Nachbarschaft hilft man sich doch, oder? Genau. So bleibt das Leben schön. Guten Abend. Ist hier noch frei? Ja, natürlich, setzen Sie sich ruhig. Was für ein schöner Hund. Wie heißt er? Er heißt Lillo. Ein bisschen faul, aber sehr lieb. Hahaha, das sehe ich. Er liegt da wie ein König. Ja, er liebt es, auf dem Platz zu sitzen und die Leute zu beobachten. Wem gefällt das nicht? Hier ist abends immer was los. Ja, Kinder spielen, Alte reden, Jugendliche lachen. Es ist schön, an einem Ort zu leben, wo sich alle kennen. Da haben Sie recht. Ich komme aus einer großen Stadt. Da grüßt niemand. Hier reicht ein Lächeln. Und man ist schon Freund. Stimmt genau. Schauen Sie. Lilo will Sie begrüßen. Oh, wie süß. Darf ich ihn streicheln? Klar, er mag sanfte Streicheleinheiten. Dann bekommt er eine extra von mir. Guten Morgen, Jürgen. Hast du heute frisches Brot? Guten Morgen, Frau Monika. Immer frisch, gerade aus dem Ofen. Ah, wie das duftet. Gib mir bitte ein kleines Laibchen. Gerne. Möchten Sie auch ein paar Grissini? Nein, danke. Aber vielleicht was Süßes. Diese Kekse sehen lecker aus. Die sind mit Mandeln. Meine Frau macht sie. Dann nehme ich 3. Perfekt zum Tee am Nachmittag. Gute Idee. Bei diesem Wetter passt ein Tee gut. Ja, es regnet seit 2 Tagen, aber der Duft vom Brot bleibt immer gleich. Stimmt. Die Bäckerei ist das Herz der Nachbarschaft. Ohne sie würde was fehlen. Da hast du recht, Jürgen. Genau. Hier das Brot. Noch warm. Ah, wunderbar. Danke und einen schönen Tag. Ihnen auch, Frau Monika. Was für ein schöner Mond heute Abend. Ja, er scheint größer als sonst.
Oh, guten Abend. Ich habe Sie auf dem Nachbarbalkon gar nicht gesehen. Guten Abend. Ja, ich hole ein bisschen frische Luft. Ich auch. Nach einem langen Tag tut das gut. Da haben Sie recht. Und das Viertel ist so ruhig am Abend. Nur ein paar Stimmen in der Ferne und der Duft der Blumen. Wissen Sie, als ich Kind war, haben die Leute im Sommer von Balkon zu Balkon geredet. Ja, das erinnere ich auch. Man hat gelacht, Geschichten erzählt. Heute schauen alle nur aufs Handy. Tja, stimmt. Aber wenigstens wir schauen den Mond an. Genau, besser als Fernsehen. Dann gute Nacht und einen schönen Mond. Gute Nacht auch Ihnen, Balkonnachbar. Guten Morgen. Mein Fahrrad macht ein komisches Geräusch. Ich glaube, hinten am Rad. Mal sehen? Vielleicht nur die Kette. Ich hoffe. Ich fahre jeden Tag damit zur Arbeit. Ja, hier im Viertel fahren alle mit dem Rad. Schnell und praktisch. Genau. Und bei dem Sonnenschein macht's richtig Spaß. So, fertig. Es war nur ein bisschen Staub in der Kette. Ah, perfekt. Was bekomme ich? Nichts, diesmal geht's aufs Haus. Aber kommen Sie zum Check-up vorbei, ja? Vielen Dank. Ich bringe nächste Woche ein Stück Kuchen vorbei. Abgemacht. Gute Fahrt. Guten Morgen. Ich möchte diese Stiefel reparieren lassen. Die Sohle löst sich ein bisschen. Mal schauen. Ja, nichts Schlimmes. Ich mache sie bis morgen fertig. Perfekt, danke. Das sind meine Lieblingsstiefel. Ich trage sie seit Jahren. Man sieht, dass sie bequem sind. Gute Stiefel halten ewig. Da haben Sie recht. Ich repariere lieber, statt wegzuwerfen. Ganz genau. Es ist, als würde man einem alten Freund neues Leben geben. Oh, was für ein schöner Satz. Dann überlasse ich Ihnen die Magie. Kein Problem. Morgen Nachmittag sind sie fertig. Wie neu. Vielen Dank. Bis morgen, Meister der Schuhe. Haha. Zu freundlich. Bis morgen. Ach nee, schon wieder 10 Minuten Verspätung. Das ist heute schon das 3. Mal. Tja, dieser Zug hat immer dieselbe Geschichte. Vielleicht will er einfach nicht losfahren. Haha, vielleicht braucht er erst einen Kaffee, so wie ich. Ich hatte schon einen. Schrecklich. Hat nach Plastik geschmeckt. Oh, dann war's gut, dass ich keinen genommen habe. Fahren Sie oft mit diesem Zug? Ja, fast jede Woche. Ich besuche meine Eltern. Und Sie? Ich fahre zurück zur Uni. Der Kurs beginnt in einer Stunde, aber mit dieser Verspätung schaffe ich's nie. Verstehe ich. Ich habe einmal wegen diesem Zug eine Prüfung verpasst. Echt? Und was hat der Professor gesagt? Dass die Zugausrede zu alt ist. Aber er hat mich nachschreiben lassen. Zum Glück. Wie nett. Hoffen wir, dass es heute nur 10 Minuten sind, nicht 30.
Hoffentlich. Wenn er pünktlich ist, spendiere ich Ihnen einen Kaffee. Aber einen guten, nicht den vom Automaten. Abgemacht. Wenn er wieder zu spät kommt, dann zahle ich. Dear. Oh Wunder, da ist er ja. Dann bin ich wohl dran mit dem Kaffee. Versprochen. Aber schnell, sonst fährt er ohne uns. Los geht's.